Ein Wort über die Kohlenversorgung. Die deutsche Erde birgt Milliarden und Abermilliarden Tonnen dieses kostbaren Gutes. Hier die verschiedenen deutschen Kohlevorkommen. Aber der wertvolle schwarze Diamant der Erde. Für den Wirtschaftsablauf sind jedoch nicht die Vorräte unter Tage entscheidend, sondern allein die Mengen, die der Bergmann in unendlich harter, gefährlicher Arbeit dem Fels abbringt. Er verzichtet dabei auf einen großen Teil der ihm zustehenden Freizeit. Seine Einsatzbereitschaft ist vorbildlich. Er weiß wie kaum ein anderer, dass es auf seine Arbeit besonders ankommt. So wurde 1941 mehr Kohle gefördert als je zuvor. Dieses Rekordergebnis wurde trotz aller kriegsbedingten Schwierigkeiten, trotz vieler Luftalarme und trotz zahlreicher Einberufungen erzielt. Allein durch zusätzliche Sonn- und Feiertagsschichten sicherte der deutsche Bergmann ein Drittel unseres Hausbrandbedarfes. Für diesen Hausbrand wurden vor dem Kriege alljährlich etwa 22,1% der gesamten Kohlenförderung benötigt. Die Verkehrsbetriebe verbrauchten 9,8%. Die Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke beanspruchten 10,6%. Für die zum Einkauf lebenswichtiger Produkte aus dem Ausland dienende Kohlenausfuhr wurden 18,8% zur Verfügung gestellt. Den größten Teil der geförderten Kohle verbrauchte mit 38,7% die Industrie. Mit Beginn des Krieges stieg dieser Industriebedarf gewaltig an, weil die für die deutsche Rüstung eingesetzten europäischen Produktionsstätten nun fast ausschließlich mit deutscher Kohle versorgt werden müssen. Kohle ist der Grundstoff für unzählige Erzeugnisse, zum Beispiel Koks, Heilmittel, Teer, Farben, Leuchtgas, Treiböl, Süßstoff, Benzin, Zelluloid, Heizöl, Alkohol, Sprengstoffe, Buna, Kunstharze, Düngemittel, Kunstseide und Fette. Es gibt kaum einen Industriezweig, in dem die Kohle nicht eine wichtige Rolle spielt. Sie schafft nicht nur Energie und Wärme, sondern wird auch in riesigen Mengen zur Verhüttung von Erzen, zur Gewinnung von Stahl und Eisen und vielen anderen Produkten gebraucht. Aus Kohle gewinnen wir Buna und synthetische Treibstoffe, die uns von der Gummi- und Benzineinfuhr freimachen. Diese Rohstoffbetriebe brauchen nicht nur Kohle, sondern auch erhebliche Mengen von elektrischem Strom. Zum Beispiel ist der jährliche Stromverbrauch eines Aluminiumwerkes so groß wie der Gesamtstromverbrauch einer Großstadt von 500.000 Einwohnern. Dieser Stromverbrauch eines einzigen Werkes erfordert alljährlich eine Steinkohlenzufuhr von etwa 30.000 Eisenbahnwaggons zu je 15 Tonnen. Die größten Aluminiumwerke benötigen sogar eine Kohlenzufuhr von über 50.000 Waggons. Bedenkt, jede Tonne Eisen kostet 1,5 Tonne Kohle. Jede Tonne Benzin kostet 6 Tonnen Kohle. Jede Kilowattstunde Strom kostet 1 Kilo Kohle. Das heißt also, ohne Kohle keine Rüstung. Wenn Kohle fehlt, stehen alle Räder still. Der Transport der Kohle von der Grube zum Verbraucher stellt an die Deutsche Reichsbahn gewaltige Anforderungen. Schon vor dem Kriege wurde die Hälfte aller Güterwagen für den Kohlentransport eingesetzt. Jeder zweite Zug und jedes zweite Binnenschiff beförderte Kohle. Diese ungeheure Beanspruchung der Transportmittel ist durch den erhöhten Kohlenbedarf im Kriege noch gestiegen. Da die Deutsche Reichsbahn heute vor allem die Militärtransporte durchzuführen hat, darf und kann ihr Wagenpark nicht noch weiter belastet werden. Darum gilt es, jedes Stück Kohle richtig auszunutzen. Herdfeuer brennt zum Beispiel schlecht an, wenn die Roste verschmutzt sind. Auch überfüllte Aschenkästen müssen geleert werden. Ebenso dürfen die Ofenzüge nicht verstopft sein. Noch während der Ofen brennt, muss die Asche vom Rost entfernt werden.
Aber niemals in der Glut herumstochern, sonst fällt unverbrannte Kohle in den Aschenkasten und geht dadurch verloren. Kohle, die nicht vollständig verbrannt ist, muss man aus der Asche lesen. Kein Stückchen Kohle darf ungenutzt bleiben. Auch richtiges Heizen will verstanden sein. Beim Anheizen und Nachlegen braucht der Ofen viel Luft, damit das Feuer kräftig aufflammt und nicht schwelt. Der Rost muss gleichmäßig bedeckt werden. Freie Stellen verschlechtern die Verbrennung. Wenn der Brennstoff durchgeglüht ist, muss die Luftzufuhr so sparsam wie möglich eingestellt werden, damit nicht unnötig Kohle verbraucht wird. Auch mit dem Nachlegen soll man rechtzeitig aufhören. Nur so lange Glut im Ofen halten, wie Feuer zum Kochen oder zum Wärmen gebraucht wird. Vor allem aber haltet die Wärme im Haus. Wenige Minuten Lüftung genügen meistens, wenn man sie öfter am Tage durchführt. Fenster schließen allein genügt nicht. Die Fensterfugen sollen mit einer Decke, mit Papier oder Filzstreifen abgedichtet werden, damit die Zimmerwärme nicht unnötig entweicht und keine Kälte hereinkommt. Haltet außerdem Haustüren und Bodentüren geschlossen. Ihr erhaltet damit die Wärme und spart Kohle. Denkt daran, Kohle ist kriegswichtigster Rohstoff. Ohne Kohle keine Waffen für unsere Soldaten. In den deutschen Waffenschmieden dürfen die Räder nicht stillstehen. Die Front braucht Waffen und Munition. Ohne Kohle kein Sieg. Wer Kohle vergeudet, hilft dem Feind.